Seid gegrüßt, ihr Helden da draußen. Update 22.7 steht vor der Tür und wie das genau aussieht, was sich ändert, welche Neuerungen es gibt, das machen wir in diesem Video. Und falls ihr da draußen solche News-Formate in Zukunft nicht verpassen wollt, dann drückt doch gerne mal auf den Abo-Button. Wir freuen uns. Rein ins Video. Let's go! Die erste Neuerung, über die wir jetzt sprechen, haben sich viele von euch da draußen gewünscht. Und zwar gibt es jetzt eine Sortierfunktion innerhalb eures SF-Accounts. Und wie das funktioniert, klären wir jetzt. Wenn ihr ein wenig mehr Übersicht in eurem Charaktermenü schaffen wollt, dann müsst ihr einfach auf Verwalten klicken, denn dort könnt ihr dann eure Charakter über das Sternsymbol zu euren Favoriten hinzufügen. Und ab jetzt werden auch gelöschte Charakter gesondert angezeigt. Denn wer kennt es nicht, ihr wollt einen Charakter löschen und klickt versehentlich drauf und unterbrecht dann den Löschvorgang. Und das kann jetzt so leicht nicht mehr passieren. Eine weitere Neuerung betrifft die Weihnachtszeit. Und zwar gibt es vom 1. bis zum 24. Dezember einen Adventskalender, wo ihr einfach täglich euch Kleinigkeiten abholen könnt. Und keine Angst, euer Ingame-Kalender wird für die Zeit nicht ersetzt, sondern der Adventskalender ist ein Zusatz. Auch in der internationalen Ehrenhalle hat sich was getan. Und zwar könnt ihr euch jetzt Character Screens anzeigen lassen. Das gilt aber nicht nur für Charakter, sondern auch für Gilden. Ihr könnt jetzt Gildeninformationen sehen, die Mitgliederliste und natürlich auch weiterhin die Kämpfe. Okay, jetzt müssen wir über etwas reden, was gerade für die High-Level-Spieler interessant sein könnte. Und zwar gibt es ein neues Event in Shakes & Fidget namens Reichtumsrauferei. Außerhalb dieses Events könnt ihr ab jetzt kein Gold aus Arena-Kämpfen oder Kämpfen in der Ehrenhalle erwirtschaften. Das heißt, wollt ihr Gold durch Kämpfe farmen, muss dieses Event aktiv sein und eure Gegner müssen sich in einer Range von plus minus 50 Rängen befinden. Dabei ist euer tägliches Goldlimit abhängig von eurer Stufe. Maximal sind 50 Millionen Gold am Tag möglich. Das war's mit den neuen Features. Lasst uns jetzt mal über allgemeine Anpassungen reden. Ab jetzt gibt es neue Länderflaggen, die alphabetisch in der Auswahl der Einstellungen hinzugefügt wurden. Und auch beim Dämonenportal hat sich etwas getan, denn ab jetzt ist die Lebensenergie des Monsters in der Dungeon-Karte als Leiste dargestellt. Und auch unsere Begleiter haben ab jetzt individuelle Beschreibungen. Jetzt müssen wir über den Hellevator reden, denn ist dieser aktiv, können Gilden keine Mitglieder kicken und Mitglieder nicht mehr die Gilde verlassen. Wenn sich jetzt aber Mitglieder während des Hellevators löschen, dann werden sie aus der Gilde entfernt. Und eine weitere Sache zum Hellevator, denn Höllenangriffe kosten ab jetzt nur noch 5 Schlüsselkarten. Vorher waren es 10. Habt ihr keine Schlüsselkarten, dann kostet das Ganze 5 Pilze. Eine weitere Verbesserung betrifft das Sockeln von Gegenständen und da gibt es jetzt ein wenig mehr Quality of Life. Wenn ihr einen Edelstein in einen ausgerüsteten Gegenstand ohne Sockel einsetzen wollt, dann könnt ihr nun über ein Pop-up einen Sockel samt Edelstein hinzufügen, ohne erst den Schmied aufsuchen zu müssen. Beim Schmied, aber auch bei der Hexe hat sich noch eine Sache getan. Und zwar werden euch jetzt die Tooltips der Gegenstände, die ihr in einen Slot gezogen habt, angezeigt. Das ist aber nicht die einzige Sache, die sich beim Schmied getan hat, denn wenn ich einen Gegenstand in den jeweiligen Slot ziehe und dann in den Schmiedetabs hin und her wechsle, bleibt der Gegenstand in den Slots drinne. Wenn ich jetzt allerdings die Kategorie wechsle, dann fliegt er wieder raus und ich muss ihn neu reinziehen. Wichtig ist hierbei, dass der Gegenstand auch die Bedingungen erfüllen muss. Heißt, wenn ich hier einen Edelsteinsockel hinzufügen will, aber schon ein Edelstein drin ist, dann fliegt der Gegenstand auch wieder raus. Und wenn wir jetzt 2 Runen tauschen wollen, dann können wir das tun. Wenn ich jetzt aber das Aussehen ändern möchte, dann funktioniert das nur von dem Gegenstand, der in dem ersten Slot drin ist. Und zu guter Letzt eine Verbesserung, die aus einer Umfrage stammt, denn ihr habt gesagt, ihr wollt wieder alles sehen können und deswegen ist jetzt auch bei fremden Gilden wieder der Meldestatus einsehbar. Und mit Meldestatus meine ich, wer sich zu Kämpfen gemeldet hat und wer nicht. So, jetzt müssen wir nochmal auf behobene Fehler eingehen. Vielleicht hattet ihr das ja auch bei eurer Stadtwache, dass euch dann 0 Gold angezeigt worden sind, als ihr euren Lohn abholen wolltet. Das ist allerdings jetzt behoben, denn das war nur ein visueller Bug. Ein weiterer visueller Bug ist beim Gildenpad aufgekommen, denn wenn das Maximum in eurer Gilde schon über dem maximal Gildenpad-Level war, dann wurde eure Pad-Stufe rot angezeigt, was ja suggeriert, dass ihr euer Pad nochmal ausbauen müsstet. Aber es geht ja nicht, weil ihr ja schon auf der Max-Stufe wart.
Das ist jetzt auch behoben. Ein weiterer Fehler, der behoben wurde, bezieht sich auf die Arena-Kämpfe, denn nach einem Kampf wurden oftmals im Attribute-Tab eines Spielers fehlerhafte Kampfzeiten angezeigt. Und bei der Post verschwindet jetzt auch wieder das Ausrufezeichen, wenn es keine ungelesenen Nachrichten mehr gibt. An der Stelle noch eine Sache, die Mobile betrifft, und zwar, wenn man in der Arena war und danach auf seinen Charakter geht, dann hatte man immer noch die Arena-Sounds auf seinem Charakter-Tab. Das ist jetzt auch wieder behoben. Und falls ihr alle weiteren behobenen Fehler sehen wollt, guckt mal in die Beschreibung, da ist der Changelog verlinkt, da könnt ihr alles nachlesen. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende des Videos. Falls euch solche News-Formate gefallen, lasst uns gerne ein Like da und drückt mal auf den Abo-Button. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald in einem neuen Video auf diesem Channel. Macht's gut, Leute!